Wir fliegen nach Katar. Und zwar waren wir im Reisebüro und haben gefragt, wie kommt man am günstigsten von Kano wieder weg? Und dann hat die Frau gesagt, über Katar. Und dann hat der Jan gesagt, da war ich noch nicht. Unglaublich, da stehst du in der Schlange, wartest darauf, dass der Pass gestempelt wird und wirst dann noch dumm von der Seite angelabert. Ob wir nicht einen Kaffee möchten und Pralinen von den Immigration Officers, das war so süß. Wir sind in einem Geschäft, wo man Falken kaufen kann. Der kleine Süße hier kostet $200 und der hübsche Große hier, der sich gerade die Nägel macht, kostet $15.000. Die Kataris sind super emanzipiert, und zwar die Männer. Das ist die Damentoilette mit Wickeltisch. Und das ist die Herrentoilette, auch mit Wickeltisch. Wir haben mal wieder nach Ägypten einen Nissan Sunny. 20 € am Tag, um durch Katar zu düsen. Bevor in Katar die Wolkenkratzer gebaut wurden, waren das die höchsten Wachtürme. Also als Westafrikaner würde ich ja sagen, das ist ein Orelspiel, wo man mit Nüsschen, Steinchen, Müschelchen hier dem Gegner Muscheln abluchsen muss. Aber wir wissen nicht genau, was es wirklich ist. Entweder Fische oder Krebse oder Ruderboote oder Krabbelkrebse, Käfer. Wir wissen es nicht. Okay,
Okay, die Auflösung ist, es sind Boote. Neues Land, neuer Geländewagen, ne Jan? Aber die Straßen sind hier besser als in Saudi-Arabien. Das stimmt. Und da oben ist der Burgwächter.